Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Camelback der Milsbeck Crux Mule. Ultra leicht und trotzdem mit Trinkwasser versorgt. Camelback und Source sind die großen Hersteller, wenn es darum geht, Trinkblasen zu konzipieren. Wer schon mal sich mit Trinkblasen auseinandergesetzt hat, der kommt an diesen Marken nicht vorbei. Bei beiden Firmen gibt es auch zusätzlich zu den Trinkblasen entsprechend noch Packs in den unterschiedlichsten Größen, wo dann immer auch die Trinkblase gleich mit dabei ist. Den Camelback Mule gibt es in der zivilen Variante und hier in der Milsbeck-Variante. Fürs Militär auch gedacht entsprechend. Der Mule bekommt jedes Jahr eigentlich einen Facelift, beziehungsweise alle 2 Jahre ist da eine neue Version am Start. So jetzt auch hier. Das ist die aktuellste Version des Mule. Wir gehen einmal über den Pack, bevor wir uns mit der Trinkblase befassen. Da habt ihr hier einen 11 Liter Rucksack mit 11 Liter Volumen. Da muss man natürlich 3 Liter von abziehen für die Trinkblase oder für die Flüssigkeit. Der Pack ist 44 cm in der Länge, 22 cm in der Breite und ca. 20 cm in der Tiefe, je nachdem wie voll man ihn packt, und wiegt leer 900 Gramm. An Features habt ihr hier auf der Front ein großes Feld mit Lasercut Molle. Das ist ja sehr modern aktuell. Übrigens ist der Pack ist gefertigt aus 500D Cordura, ist auch IRR absorbierend, das heißt auch fürs Militär wirklich geeignet. Ja, wie gesagt, hier Lasercut Molle, um zusätzliche Taschen anbringen zu können. YKK Reißverschlüsse. Haben wir hier vorne ein Frontfach. Das ist auch so die große Änderung am Pack, sage ich mal, im Vergleich zu vorher. Wenn ihr jetzt den euch von der Seite mal anschaut, seht ihr hier auch deutlich, das Hauptfach, das verjüngt sich hier und der Platz, der dadurch gewonnen wurde, wurde hier ins Vorderfach gepackt. Ja. Vorher war das Vorderfach eher so ein flaches Adminfach im Prinzip und jetzt ist hier wirklich von der Breite her oder von der Tiefe her mehr Volumen da, dass ich hier auch eine Jacke oder einen Pulli unterbringen kann, problemlos. Das haben wir jetzt auch hier gemacht. Hier ist jetzt mal ein Hemd drin. Das tut sich dann wunderbar hier unten in den freien Platz einschmiegen und dahinter ist dann trotzdem noch mal der Admin-Bereich. Im Admin-Bereich habt ihr 2 Einschubtaschen, eine mit einem Elastik-Shockcord oben, eine oben offen, einfach zum Einschieben. Hier kann man perfekt ein Magazin unterbringen oder auch ein Funkgerät. Dahinter verbergen sich dann nochmal Einschübe für Knicklichter oder für Stifte. Und dahinter ist nochmal ein flacher Einschub für einfache Gegenstände. An der Flappenaußenseite habt ihr eine Mesh-Tasche, wo ihr Handschuhe unterbringen könnt. Drehen wir es mal um, dann seht ihr es vielleicht besser. So. Die ist auch untertunnelt, das heißt auch hier könnte man nochmal irgendwas unterbringen. Da ist auf jeden Fall genügend Platz vorhanden. Außer dem Lasercut Molle ist der Rucksack sehr flach und slick gehalten. Das finde ich sehr gut, gerade wenn man den hier im militärischen Bereich einsetzt. Mit dem Plattenträger in Verbindung kann ich den einfach auf den Plattenträger anziehen, ohne dass da irgendwo was hängen bleibt oder rumbaumelt. Da habt ihr wirklich nur dieses Lasercut Molle Feld, oben ein Feld für Patches. Ansonsten ist der komplett slick. Die obere Tasche wurde auch modifiziert. Früher war die mit einem Liner innen drin, das heißt so ein feines Mikroflies, um da Brillen gut zu schützen. Fand ich immer ein Feature, was ich gesagt habe, brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe eh immer eine Brillenbox dabei. Und genau das hat jetzt Camelback hier auch gemacht. Hier ist jetzt ein ungepolstertes Fach. Und da passt jetzt auch perfekt eine Brillenbox rein und nochmal eine zusätzliche Brille. Also im Prinzip könntet ihr 2 Brillenboxen unterbringen oder auch eine Staubschutzbrille, eine große. Also hier ist wirklich jetzt ordentlich Platz und da hat man sich das Mikroflies gespart. Wird übrigens mit 2 Zippern bedient, ebenfalls YKK. Also Frontfach und dieses Fach haben 2 Zipper, das Hauptfach hat nur einen. Bevor wir ins Hauptfach gehen, zeige ich euch einmal die Rückseite. Das ist Camelback typisch, das sieht man eigentlich so bei den meisten Packs. Ihr habt hier eine Schaumstoffpolsterung mit einem Nylon obendrauf, mit einem relativ glatten. Das heißt, es gibt jetzt keine Lüftungsschlitze oder Lüftungskanäle für die Luftzirkulation. Das finde ich bei Camelback immer ein bisschen schade, aber dadurch, dass die Packs ja relativ leicht sind, stört das hier auch nicht weiter. Ja, leicht gepolsterte und vor allem schmale und breite
Schultergurte, das ist wirklich optimiert für den Einsatz mit dem Plattenträger oder mit dem Chest-Rig, dass da nicht was stört. Ihr habt hier oben ein nicht elastisches Gurtband, um da den Trinkschlauch durchzuführen, wie hier zu sehen. Unten drunter nochmal D-Ringe, genau für dasselbe. Einen höhenverstellbaren Brustgurt und eine Schnelllösung mit Fastex-Clips. Wenn ihr überschüssiges Gurtmaterial habt, lässt sich das hier mit einem Klett aufrollen. Auch wieder was, wo ich sage, das gehört inzwischen zum Standard dazu, damit ich hier wirklich schön den Rucksack verstellen kann und anschließend das überschüssige Gurtmaterial dann entsprechend fixieren kann oder halt auch zusammenrollen. Für den Trinkschlauch gibt es oben eine Öffnung und hier an den Seiten unten auch nochmal. Das heißt, ihr könnt den Schlauch entweder oben mittig links rechts führen oder halt unten links und rechts. Dann kommt der Schlauch unterm Arm durch. Das finde ich auch immer eine gute Sache. Gerade wenn man hier mit einem Gewehrriemen arbeitet, ist es besser, wenn man von unten mit zusätzlichen Führungsmöglichkeiten arbeiten kann. Ja, dann gehen wir einmal ins Hauptfach. Das ist eigentlich das unspektakulärste. Wie gesagt, ihr habt ca. 9 Liter Volumen, wenn man die Trinkblase abzieht. Bei Camelback ist es in der Regel so, dass die Packs auch immer leicht wattiert sind. Das heißt, man hat hier auch so einen gewissen thermischen Effekt, damit die Flüssigkeit länger kühl bleibt. Eine Aufhängung für die Trinkblase ist ja klar. Hier eine ganz einfache Schlaufe, wo die Trinkblase dann eingehängt wird. Das Hauptfach an sich ist komplett unspektakulär. Da gibt es keine weitere Unterteilung. Wie gesagt, leichte Polsterung und ein helles Material innen, dass man auch Gegenstände im Dunkeln gut finden kann. Das ist wirklich gut umgesetzt. Das ist das neue Milzbeck Crux Trinkreservoir von Camelback. Die Änderung ist eigentlich nur die, dass man jetzt 25% mehr Flüssigkeitsdurchlass hat. Also man hat den Durchfluss erhöht. Ansonsten die bewährten Features, die auch schon vorher da waren. Wir haben eine Schnellkupplung für den Schlauch, jeweils an der Unterseite und auch hier oben an der Oberseite. Das Mundstück hat sich auch nicht geändert, wer Camelback kennt. Das ist eine ganz einfache Geschichte zum Draufbeißen. Hier mit einem Cover und man hat hier nochmal zusätzlich einen Regler, um da entsprechend die Flüssigkeit oder die Flüssigkeitszufuhr zu stoppen oder halt zu aktivieren. Ja, damit man einfach nochmal einen Schutz hat, damit nicht versehentlich Flüssigkeit entweichen kann. Camelback setzt bei der Öffnung hier um einen großen Drehverschluss. Der ist hier auch nochmal gesichert mit einem Band, das heißt, man kann ihn nicht so einfach verlieren. Dicke Dichtungsringe natürlich, damit da auch nichts rausfließen kann. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Wasser einzufüllen. Ihr könnt natürlich auch über einen Adapter hier über einen Schlauch befüllen. Aber primäre Flüssigkeitszuführung wäre hier über die Hauptöffnung. Und damit die Blase sich nicht so aufbalgt, wie das früher immer der Fall war, gibt es bei Camelback jetzt hier in der Mitte einen Steg, der dann entsprechend ein weiteres Ausblähen verhindert. Ich greife einmal rein und zeige euch das. So, das wäre jetzt das Maximum. Das wäre das Maximum, wie die Trinkblase sich ausdehnen kann. Durch diesen Steg, der in der Mitte läuft, ist die Vorderseite und die Rückseite miteinander verbunden. Und damit hat man wirklich eine Tiefe von vielleicht 3 bis 4 Zentimeter maximal mit dieser Trinkblase. Natürlich hat der Rucksack keinen Beckengurt, braucht er auch bei der Größe nicht. Allerdings, wenn man den irgendwie am Bauch fixieren möchte, ist hier ein einfacher Bauchgurt noch vorhanden, der auch entsprechend hier mit Klett ganz einfach an einem D-Ring befestigt ist. Ist super schnell entfernt, das heißt, wenn ihr den nicht braucht, ist der ganz einfach abgenommen. Kommen wir zum Fazit. Der Mule von Camelback ist mein Lieblingsrucksack von Camelback selbst, weil der einfach von der Größe her ideal ist für tägliche Touren oder auch hier im Einsatz auf dem Plattenträger von der Größe her wunderbar genutzt werden kann. Ich persönlich nutze jetzt keine Camelback-Trinkblasen, weil ich ein Source-Fan bin, ein ganz großer. Einfach aus dem Grund, dass man oben von der Reinigung her besser reinkommt. Aber das ist ja auch eine Philosophie- oder Glaubensfrage. Von daher habe ich immer Camelback-Rucksack mit einer Source-Trinkblase drin. Ihr bekommt den Camelback Mule Milzbeck Crux bei Riken Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr schon Erfahrungen mit Camelback-Rucksäcken gesammelt? Schreibt es uns in die Kommentare. Habt ihr noch Fragen zu diesem speziellen Modell hier? Ebenfalls in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, Abo dalassen, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.